Dieses Video dient ausschließlich der Aufklärung über den legalen Anbau von Cannabis nach deutschem Recht. Es ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet, keine Aufforderung zum Konsum oder Verkauf. Cannabis kann gesundheitliche Risiken bergen. Moin moin meine Lieben, wir sind wieder im Ruckerzelt. Ja, hier sind wir im RDWC-System. Seht ihr ja, ne? Und Momentchen, so. Auf jeden Fall, ihr seht, die Ladies haben sich noch ein bisschen gestretcht auf jeden Fall. Sind aber so gut auch ganz gut weiter hier verteilt worden. Das Loch hier in der Ecke ist auch fast dicht. So, haben sie aber trotzdem noch ein bisschen nach oben gestretcht auf jeden Fall, seht ihr ja, ne? Ich werde jetzt auch so lassen, ich werde jetzt nicht weiter runterbinden oder sonst irgendwas. Wir werden das halt so bleiben. Sind auch trotzdem gut verteilt auf jeden Fall. Ja. Der ist ein bisschen höher, der ist auch ein bisschen höher, da hinten seht ihr ja. So, aber ansonsten sehen die Pflanzen echt gut aus. Ne? Also keine Mängel, kein Überschuss, gar nichts. Alles optimal. So, sorry, wenn ich mich ein bisschen nasal anhöre. Ich hab Corona. So sieht es aktuell aus im Zelt. Hier ist die wunderschöne Lampe. Ne? Ja, tut ihr Ding auf jeden Fall. So sehen die Pflanzis aus. 2 Stück sind das, wie ihr wisst. Ne, ich habe jetzt hier noch Ventilatoren installiert, also die waren vorher nicht drin. Ich hatte vorher keine Ventilatoren drin, jetzt habe ich hier wieder 3 Stück drin. Ich habe 3 von meiner alten, von Spider Farmer. Das ist, also der funktioniert ja, das ist ja der, den sie mir als Ersatz geschickt haben. Ja, der ist gut. Der hier funktioniert gar nicht, also der Schwenkmechanismus ist kaputt. Der pustet halt nur in eine Richtung. Und dasselbe Problem habe ich halt auch mit dem hier. Der ist auch kaputt. Ja, also der bläst auch nur noch in eine Richtung. Ja, aber jetzt langsam Zeit, weil wir sind in der Blüte. Wir sind ja im Stretch gerade. Woche 3 jetzt. Wir sehen ja auch hier langsam die Blütenansätze kommen jetzt langsam. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, die Blüten kommen langsam. Ich habe ein bisschen entlaubt, aber das ist auch schon wieder Zeit zum Entlauben. Also die Blätter kommen so schnell hinterher, das ist crazy. Ich bin auch wirklich zufrieden mit diesem Setup. Also ihr seht, ich muss hier unten auf jeden Fall nochmal entlauben. So sollte es nicht sein. Also im anderen Zelt sieht schon besser aus. Dieser Stamm ist so gottlos dick. Ne? Also wirklich, der ist richtig dick. Und wundert euch nicht, dass der Topf hier so rausguckt. Wie gesagt, der gehört nicht zu dem Setup. Ja, ich habe ihn halt darin angezogen und konnte den halt da nicht mehr wechseln. Ne? Und deswegen sieht er so komisch aus. Die Originaltöpfe habe ich noch. Die werden auch im nächsten Monat verwendet. Ja, aber jetzt gerade erstmal nicht. Ja, hier liegen noch ein paar Blätter auf dem Boden jetzt gerade. Liegt aber daran, dass ich da schlecht rankomme. Weil ich komme von rechts nicht ran, da ist eine Wand. Und links daneben ist das nächste Zelt. Also ja, ich komme halt nur von vorne ran. Und das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn da unten alles voll ist mit Eimern und Rohren. Und hier oben nochmal das Netz drin hängt. Ne? Komme ich halt schlecht ran nach hinten, ne? Aber naja. So ist das eben, ne? Man muss halt damit arbeiten, was man hat. Ne? Und den Platz habe ich halt nicht. Deswegen kann ich mit dem Platz nicht arbeiten. Aber naja, gut. Ja, so sieht es aktuell aus. Bin wirklich zufrieden. Das Setup ist echt toll. Ne, hier seht ihr das schöne Wasser, wie es hier im Rundlauf ist. Ne? Darf auch bald wieder aufgefüllt werden, I guess. Jetzt haben wir gerade, also wir düngen hier ja mit Athena, mit der Proline. Also ich habe von der Proline halt nur Core, Bloom und Grow. Und aktuell haben wir hier noch Grow und Core drin, also noch kein Bloom. Ah doch, wir haben Blumen drin, aber nur minimal. Und das wird dann halt bald umgeswitcht komplett auf Bloom und Core. Und ja, so sieht es aktuell aus hier. Jo, meine lieben Freunde, mit dem Code BLACKGROW spart ihr 20% auf Hybrid-Zubehör. Geht auch jetzt auf die Website und bestellt euch eure Aktivkohlefilter oder Bauunterlagen. Also ich werde sie jetzt nicht mehr kürzen oder sonst irgendwas, die werden jetzt so bleiben. Ich bin mal gespannt, ob, also wenn die noch höher werden, werde ich sie kürzen, definitiv, dann werde ich sie abtrennen. So, weil ich möchte nicht, dass sie gegen die Lampe wachsen, weil höher als jetzt geht die Lampe nicht. Ne? Lampe läuft gerade auf 50% Leistung, also roundabout 300 Watt.
Erst wenn die richtig Blüten bilden, haue ich die auf die 75%, also auf 450 Watt. Und ja, erst wenn die dann in der Vollblüte ist, werde ich dann die 600 Watt rausheimern. Vorher nicht. Ja. Wir werden uns das auch noch mal angucken mit einem PPFD-Messgerät. Ich habe eins. Das gehen wir dann auch mal drauf ein. Das habe ich mir gekauft gehabt. Das ist mit so einer Smartphone-App und so. Das ist eigentlich ganz nice. Und dann können wir mal gucken, wie so die PPFD-Werte überhaupt aussehen von der Lampe. Ja, dann können wir uns mal gucken, wie stark ist die Lampe, wie gut ist die Ausleuchtung. Ja, das ist so ein kleines Überblick, ein kleines Setup-Tour von den beiden Ladies. Ne, von der Glitterbomb und der Blockberry. Genau, und dementsprechend, ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video sehen werdet. Haut da rein, Leute, euer Black Grow HB.